Hallo, liebe Anti-Aging-Enthusiasten! Ich begrüße euch zur nächsten Wirksamkeitsanalyse. Ich bin studierter Supplement Analyst und überprüfe mit Hilfe der größten medizinischen Datenbank namens PubMed die Wirksamkeit der bekanntesten Anti-Aging-Supplemente beim Menschen. Begonnen hatte ich vor einigen Wochen mit AKG, danach folgte NMN. Vor 2 Wochen widmete ich mich Spermidin und heute folgt diese wunderschöne beigefarbene Kapsel. Eine Wortschöpfung aus den Worten reservieren und Menthol. Wir beginnen mit dem Steckbrief, kommen dann zum Forschungsstand und schließen ab mit dem Fazit. Erstens Steckbrief. Resveratrol ist ein sekundärer Pflanzenstoff aus der Gruppe der Polyphenole. Es liegt in 2 Formen vor, in der Cis- und in der Transform, wobei die Transform die biologisch aktivere ist. Natürlicherweise kommt Resveratrol auch in sehr geringen Mengen in einigen pflanzlichen Lebensmitteln vor. Zum Beispiel in den Schalen von Rotweintrauben, in einigen Beerensorten, in Erdnüssen oder auch in manchen Kräutern. Resveratrol wird allgemein Entzündungshemmung, antioxidative Eigenschaften sowie Gefäßschutz zugeschrieben. Und zwar hat man diese Eigenschaften in mehreren Tier- und Zellkulturstudien entdecken können. Kommen wir noch kurz zu Resveratrol als Supplement. Die kommerziellen Resveratrol-Präparate stammen aus dem japanischen Staudenknöterich. Das ist eine sehr robuste Pflanze und sie weist einen sehr hohen Gehalt an Resveratrol in den Wurzeln auf. Daraus lassen sich standardisierte Mengen von Trans-Resveratrol gewinnen, die in Kapsel- oder Tablettenform angeboten werden. Zusätzlich habe ich einen kleinen Preischeck vorgenommen und wollte wissen, wie hoch der Durchschnittspreis in Deutschland ist für eine Einnahmedauer von 1 und von 3 Monaten, wenn man pro Tag 500 Milligramm supplementiert. Der Durchschnittspreis lag bei ca. 25 € für einen Monat und liegt da natürlich bei rund 75 € bei 3 Monaten. 3 Monate deswegen, weil man natürlich jeder Substanz, jedem Wirkstoff eine gewisse Wirkzeit einräumen sollte, um sichtbare und spürbare Effekte erzielen zu können. Gemessen daran, dass der japanische Staudenknöterich als Busch, als Pflanze in Deutschland mittlerweile sehr verbreitet ist, vor allem an Bach-, Fluss- und Seeufern extrem wuchert, finde ich den Preis ziemlich hoch. Denn man muss ja bedenken, die Pflanze ist leicht verfügbar, vermehrt sich sehr schnell und dann ist natürlich die Frage, ob man bereit ist, für einen repräsentativen Testzeitraum von 3 Monaten ca. 75 € zu investieren. So, meine Lieben, da sind wir auch schon bei zweitens angekommen, nämlich dem Herzstück dieses Videos, dem Forschungsstand. Wie immer bin ich folgendermaßen vorgegangen. Ich habe die größte medizinische Datenbank namens PubMed untersucht
und zwar auf passende Übersichtsarbeiten und Meta-Analysen zum Thema Resveratrol und Alterung bzw. Anti-Aging. Wohlgemerkt mit der Zielgröße Mensch, nicht Zelle oder Tier. Ganz wichtig. Die 4 Quellen aus dem Jahr 24 und 25, die ich finden konnte, möchte ich selbstverständlich im Video hier wieder einblenden. Und dabei können wir auch schon direkt starten mit der ersten Quelle und der dazugehörigen Fragestellung, nämlich, was konnte die Humanforschung bislang nicht belegen bezüglich einer Anti-Aging-bezogenen Resveratrol-Supplementierung? Also vielleicht muss man mal ganz vorn anfangen und erstmal eine Grundannahme erwähnen, die in Fachkreisen diskutiert wird. Und zwar glaubt man dort, dass die Sirtuine bei Menschen Anti-Aging-Effekte erzeugen beziehungsweise einen hohen Stellenwert besitzen für die Verlängerung der Lebensspanne beziehungsweise für biologische Verjüngung. Es steht außer Frage, dass die Sirtuine viele wichtige Aufgaben in unseren Zellen haben. Aber man nimmt eben auch an, dass die Sirtuine Anti-Aging-Effekte erzeugen. Das Problem ist, faktisch ist dies bis heute bei Menschen nicht kausal, also ursächlich belegt. Das heißt, das ist nichts weiter als eine Annahme. Und das ist das erste Problem. Und aufbauend darauf hoffte man, dass Resveratrol diese Sirtuine beim Menschen anschaltet, wie es in präklinischen Tierstudien der Fall gewesen ist. Leider kommt jetzt die erste riesige Enttäuschung, nämlich konnte im Jahr 2025 ein italienisches Forscherteam um Studienleiterin Fateme Mansouri herausfinden, dass Resveratrol keinen signifikanten Einfluss auf SIRT1, also auf die Sirtuine beim Menschen hat. Und zwar nicht auf das Anschalten von Bauplänen, in Klammern Genexpression, nicht auf die tatsächlich gebildete Eiweißmenge in den Zellen, in Klammern Proteinexpression, und auch nicht auf den Blutserumspiegel. Und diese Feststellungen bzw. Erkenntnisse haben die italienischen Forscher aus 11 randomisierten, kontrollierten Studien gewinnen können. Und das ist sicherlich für viele optimistische Wissenschaftler, die Resveratrol bisher gehypt haben, ja, sozusagen ein Zerplatzen des Traumschlosses. Kommen wir zur zweiten Quelle. Dort wurde konstatiert, dass es bei Frauen ab dem 50. Lebensjahr keine Verbesserungen gab bei mehreren gesundheitsrelevanten Messwerten. Dazu zählen zum Beispiel Blutdruck, Blutfette, Blutzucker, Insulin, Stimmung, Schlaf, Denken, Gedächtnis sowie ganz bestimmte Knochenaufbaumesswerte, wie beispielsweise alkalische Phosphatase oder Osteokalzin. In diesen randomisierten, kontrollierten Studien wurde den Frauen pro Tag eine Menge von 150 Milligramm
bis 1 Gramm Transresveratrol pro Tag verabreicht. Und insgesamt hatten diese Studien eine moderate Qualität. Damit beenden wir vorerst die erste Frage in Teil 2 Forschungsstand und gehen zur zweiten Frage über. Was konnte die Humanforschung überhaupt belegen? Man mag es kaum glauben, aber 2 unserer 4 Quellen konnten sogar kleine positive Effekte durch eine Resveratrol-Supplementierung feststellen. Ich werde die beiden Quellen in Deutsch übersetzt nacheinander einblenden und die Effekte vorstellen. Beginnen wir mit dem ersten positiven Hinweis. 10 randomisierte kontrollierte Studien mit solider bis moderater Qualität an Frauen ab etwa dem 50. Lebensjahr zeigen unter Transresveratrol über mehrere Monate hinweg einen leichten, aber verlässlichen Rückgang von CTX, einen Messwert zum Knochenabbau. Je niedriger er ist, desto besser. Verabreicht wurden den Frauen dabei 150 Milligramm Transresveratrol täglich, früh und abends. Zur Einordnung: Dies ist ein kleines Laborsignal, ein Hinweis für weniger Knochenabbau. Der Beweis für ein geringeres Frakturrisiko, einen harten Anti-Aging-Endpunkt, durch Resveratrol fehlt jedoch noch. Quelle 2. In einem doppelblinden RCT mit gesunden 65- bis 80-Jährigen führten 500 Milligramm Resveratrol pro Tag über 12 Wochen zusätzlich zum identischen Ausdauerkrafttraining zu spürbaren Leistungszuwächsen. Spitzenkraft am Knie plus 8%, durchschnittliche Spitzenkraft plus 14%, Leistung plus 14%. In Muskelproben zeigte sich, dass die für Kraft und Schnelligkeit verantwortlichen schnell zuckenden Muskelfasern um 32% zunahmen. Zur Einordnung: Das spricht für einen dosisbedingten Zusatznutzen nur in Kombination mit Training. Die Laufzeit der Studie war jedoch kurz und die Teilnehmerzahl klein. Somit ist die Aussagekraft nur moderat. Das dazu, meine Lieben. Kommen wir zur dritten Fragestellung, nämlich: Gibt es Forschungslücken? Ja, es gibt riesige Forschungslücken. Im Grunde genommen fehlen Untersuchungen zu allen harten Anti-Aging-Endpunkten. Es fehlen Studien zu den epigenetischen Uhren, mit denen man zum Beispiel das biologische Alter bestimmen kann. Es fehlen Studien zur Telomerlänge und Aktivität sowie zum Gebrechlichkeitsscore und auch zur Gesundheits- und Lebensspanne. Was in Zukunft gebraucht wird, sind größere, länger andauernde RCTs, also randomisierte kontrollierte Studien, mit gesunden Populationen, standardisierten Dosierungen und nicht dieses Mischmasch, sowie gewebespezifischen Messungen, nicht nur Blut, und vorab festgelegte klinisch bedeutsame Endpunkte.
So, damit sind wir schon beim Fazit. Ich möchte ganz gerne in diesem Zusammenhang meine eigenen Aufzeichnungen zitieren. Resveratrol bleibt trotz intensiver Forschung eine Nahrungsergänzung mit sehr geringer Humanevidenz. Weder für die Sirtuine noch die meisten Anti-Aging-Marker konnte ein Nutzen ermittelt werden. Einzig kleine CTX-Signale beim Knochenabbau sowie minimale Zusatzeffekte im Training älterer Menschen deuten auf mögliche, aber schwache Effekte hin. Demzufolge sortiere ich Resveratrol in meinem ABC-Schema klar in Kategorie B ein. Kategorie B steht ja für minimale bis geringe Humanevidenz. Immerhin trifft es Resveratrol ja nicht so schlimm wie NMN oder Spermidin, die ich ja Forschungsstand Sommer 25 als unwirksam und unerforscht deklariert hatte. Ein Selbsttest ist zwar prinzipiell möglich, klar, siehe auch Videobeschreibung, wo ich ein Merkblatt dazu verlinkt habe mit 5 Regeln. Ich würde aber persönlich angesichts der dünnen Datenlage und des vergleichsweise hohen Monatspreises, wie ich eingangs im Video sagte, auf einen Selbsttest verzichten. Wer irgendwelche Fragen hat, kann diese mir gerne in den Kommentaren stellen. Und wer mag, kann diesen Kanal natürlich sehr gerne abonnieren, um zukünftig keine humanbezogene Supplement-Analyse mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Wie immer verabschiede ich mich mit dem Slogan Let's get younger and not older. Tschüssi und bis zum nächsten Mal.